seid bei Heidi Leimt. Heute machen wir weiter mit dem Heften auf Bünden. Letzte Woche haben wir ja die Vorsätze sauber vorgeklebt. Heute klärt sich, warum das so wichtig ist. Ich zeige es euch schon mal. Es gibt keine Löcher in den Vorsätzen. Warum ist das wichtig? Weil wir Buchbinder finden das gut. Heute möchten wir ja die Lagen, die wir letztes Mal vorbereitet haben, auch binden. Binden auf Bünden. Das sind die Lagen mit den Vorsätzen, die wir vorgearbeitet haben und dem Schürting, mit dem wir die Vorsätze umklebt haben. Schaut euch das an. Dann brauchen wir Garn. Wir brauchen einen Bleistift, eine Nadel, eine Ahle. Wir brauchen ein Falzbein. Wir brauchen Köperband. Köperband ist ein Leinenband, das man zum Herstellen der Bünde beim Buch braucht. Dann haben wir ein Gewicht. Ich habe jetzt dieses Gewicht genommen. Ihr seht, ich habe das mit einer Pappe versehen. Dann kriege ich beim Beschweren keine Abdrücke im Papier. Und ein Lineal und ein wenig Leim. So wie einen Kartonstreifen, den brauchen wir auch noch für die Schablone. Als erstes nehmt ihr euch eine Lage, nehmt den Kartonstreifen, legt ihn an einer Seite bündig, zeichnet ihn an und kürzt den Kartonstreifen dort ein. Das ist der Kartonstreifen, der hat jetzt genau die Länge des Buchblocks. Jetzt messen wir als allererstes. Und zwar machen wir 2 Markierungen von rechts und links. Wir gehen von der Seite nach innen 1,5 cm von rechts und von links. Dort werden wir die Fitzbünde haben. Ich sage nachher noch mal genauer, warum die Fitzbünde heißen. Nun brauchen wir noch 2 Bünde. Ich würde sie ca. 10 cm lang abschneiden. Bei einer Rückenhöhe von ca. 2 cm sollte das ausreichen. Wenn ihr mehr Lagen habt, müssen die Bünde länger geschnitten werden. Rechts und links haben wir die Markierungen und auf dieser inneren Restlänge müssen wir jetzt die Bünde gleichmäßig verteilen. Das geht ganz einfach. Wir haben eine Gesamtbreite von 3 cm. Jedes Band ist 1,5 cm breit. Das heißt, wir haben so 3. Dann gehen wir hin, messen die Länge zwischen den Fitzbünden, zwischen diesen 2 Bleistiftmarkierungen und da haben wir 21 cm. 21 cm minus 3 cm sind 18 und diese 18 cm ergeben jetzt die Zwischenräume zwischen den Bünden. Das heißt, 18 geteilt durch 3 sind 6 cm. Ich würde nun hingehen und jeweils 1 mm weniger anzeichnen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also ich zeichne nur 5,9 an. Einmal von rechts, einmal von links. Jetzt lege ich mir die Bünde hier auf die Schablone und setze knapp neben dem Band eine Markierung. Das ist wichtig. Wir dürfen nachher das Band nicht durchstechen. Darum habe ich auch statt 6 cm nur 5,9 cm gewählt. Wir messen nochmal nach und hier sind es ebenfalls 5,9. Die Markierung schön deutlich machen, es ist dann leichter nachher die Sachen zu sehen. Als nächstes müssen wir alle Lagen vorstechen. Das geht je nachdem, wie dick das Papier ist mit der Nadel oder aber, wenn ihr Glück habt, habt ihr so eine Ahle und könnt damit vorstechen. Hier sind unsere Lagen, die möchten wir jetzt vorstechen. Ich stoße sie erstmal auf. Ich lege sie links von mir ab, ich bin Rechtshänder. Dann wende ich, steche vor und lege das Papier dann einfach nach rechts zur Seite. Wir schauen uns als allererstes nochmal die erste Lage an. Das war ja die Lage mit einem vorgesetzten Vorsatz. Nun möchte der Buchbinder auf keinen Fall, dass hier im Vorsatz
Garn oder ein Loch zu sehen ist. Darum setzt der Buchbinder das Vorsatz ein ganz klein bisschen zurück von dieser hinteren Falzkante auf und umarbeitet es dann mit dem Schürting. Das heißt, die hinterste Kante ist lediglich die Lage, das Vorsatz sitzt ca. 1 mm zurück auf dem Format. Schaut euch das erste Video an, das klärt das. Gut, fangen wir an. Ihr nehmt die erste Lage, wendet sie, öffnet sie, zieht sie leicht über die Tischkante, legt die Schablone ein, schön bündig, an die Papierkante, etwas Abstand zum Falz und nehmt jetzt die Ahle oder aber auch eine Nadel und stecht die Löcher vor. Ich habe jetzt eine Ahle. Das heißt, genau an den Markierungen setzt ihr die Ahle an und winkelhalbierend, also nicht flach, nicht steil, stechen wir jedes Loch einzeln vor. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich hier in der Falzmitte endet. Alle Löcher vorstechen. Und legt die vorgestochene Lage auf Seite, nehmt die andere, wendet sie wieder, nehmt wieder die Schablone, legt sie bündig an und vorstechen. Winkelhalbierend ist wichtig und das macht ihr jetzt so mit allen Lagen. Unsere Lagen sind vorgestochen. Die legen wir nun erstmal auf Seite und nehmen lediglich die oberste Lage mit dem Vorsatz nach oben. Die zwei Bänder liegen zwischen diesen zwei Löchern. Die Abstände, die wir zweimal jetzt vorgestochen haben. Der Buchbinder würde jetzt eine Heftlade nehmen. Die haben wir nicht. Wir gehen jetzt einfach hin und schneiden als erstes die Bänder ganz sauber ab. Nun nehmen wir etwas Leim. Versucht auf dem Schürting zu bleiben, nicht auf dem Papier, den Leim. Oh. Das sollte jetzt nicht passieren. Sofort wegreiben. Das sieht man nachher nicht, da diese Seite ja nachher befestigt wird. Ihr seht, auch mir passieren solche Dinge. Ihr solltet den Leim auf den Schürting aufbringen und nun setzt ihr die Bänder so an, dass sie genau zwischen zwei Löchern liegen. Einmal. Ihr seht, ich setze das Band hier genau bündig zum Schürting an. Das zweite Band auch. Jetzt nochmal kontrollieren, dass alles sehr sauber sitzt. Das Gute ist, wenn ihr das so vorfixiert, dann verrutschen euch die Bänder nicht, denn die Bänder dürfen nicht noch einmal rausrutschen aus der Heftung. Wir werden ja das Garn immer nur um das Band rumführen und nicht durch das Band. Das heißt, theoretisch könnte das Band einfach wieder aus der Heftung rausrutschen. Und damit verhindert ihr das. Gut, wir haben die erste Lage. Jetzt brauchen wir das Garn. Ich habe mich für ein grünes Garn entschieden. Anders als bei der offenen Fadenheftung braucht ihr in diesem Fall kein Garn, das die gesamten Lagen auf einmal heften kann. Es reicht, wenn ihr 5, 6 Lagen mit einem Garnstück schafft. Ich messe mal locker 6 Lagen ab. Jetzt wird der Faden gewachst. Ihr zieht ihn mehrfach durch den Bienenwachs. Und fädelt ein. Ich drehe mir den Faden immer so leicht, damit er mir nicht so schnell rausrutscht. Damit ihr es besser sehen könnt, werde ich nun ein Brett unterlegen. Ihr könnt es aber auch direkt an der Tischkante arbeiten. Gut. Als erstes
Wir gehen in das äußerste Loch von außen nach innen, stechen durch das nächste wieder nach außen. Achtet darauf, dass ihr nicht durch das Leinenband näht und wir ziehen den Faden als erstes stramm nach. Hier lassen wir einige Zentimeter stehen, wir müssen hier nachher knoten. Wir gehen wieder in das nächste Loch rein, durch das nächste Loch raus. Wir weben also jetzt immer von innen nach außen und von außen nach innen. Wichtig ist, wir durchstechen nicht das Band. Wichtig auch, der Faden wird immer von der Lage weggezogen, nie zur Lage hin, damit wir mit dem Garn nicht das Papier durchschneiden. Nun greifen wir beide Enden, ziehen schön stramm. Einmal anschauen, wir sehen, es gibt hier deutlich einen Wechsel, Garn, freie Fläche, Garn, freie Fläche. Das sind genau die Breiten, die auf der anderen Seite die Bünden sind. Da geht das Garn um die Bünde rum. Wir schauen uns auch nochmal das Vorsatz an und wir sehen, das Vorsatz ist unverletzt, so soll es sein. Nun müssen wir die nächste Lage auflegen. Wir wenden die Lage, gehen in dieser Lage in das Loch, das über dem liegt, aus dem der Faden gerade herausgekommen ist. Und weben nun von dieser Seite zur anderen Seite rum in der gleichen Art und Weise wie bei der ersten Lage. Achtet weiterhin darauf, dass ihr nicht durch die Bänder stecht. Schön stramm ziehen und verknoten. Macht ruhig einen Doppelknoten. Nächste Lage auflegen, wieder wenden und wir gehen in dieser Lage in das Loch, das über dem liegt, aus dem wir gerade gekommen sind. Also da, wo wir jetzt eben gerade den Knoten gesetzt haben. Wir gehen wieder von außen nach innen rein und weben zur anderen Seite. Achtet darauf, dass ihr den Faden immer gleichmäßig stramm weiterzieht. Das solltet ihr wirklich immer wieder kontrollieren, dass der Faden stramm gezogen ist. Ihr könnt die Lage auch mal öffnen, dann seht ihr ja, ob der Faden schön stramm liegt. Am Ende dieser Lage müssen wir nun verfitzen. Darum heißen diese Bünde rechts und links Fitzbünde. Das ist einfach nur ein mittelalterliches Wort für Knoten, Fitzen. Hier haben wir die Lage, die lose Lage, und die soll jetzt hiermit verbunden werden, mit den zwei Lagen, die wir schon fest miteinander verbunden haben. Wir gehen mit der Nadel in die Fuge dieser fest verbundenen Lagen, ziehen sie durch. Ihr zieht keinen Knoten durch die Schlaufe, gar nicht, sondern ihr zieht wirklich nur eine Schlaufe um den Fadensteg der vorigen zwei Lagen. Noch einmal, wir legen die nächste Lage auf, wie immer wenden und weben nun wieder zur anderen Seite. Das wiederholt sich jetzt wirklich bis zum Ende des Buchblocks, außer der Faden ist zu kurz und wir müssen noch anknoten. Das werden wir gleich sehen. Ziehen den Faden schön stramm nach. Ihr könnt auch öffnen und innen nochmal nachziehen. Immer schön vom Papier weg. Ihr
Rechts ist der Faden hier stramm. Ich halte immer ganz gern dann da einen Finger drauf. Dann habe ich hier ein bisschen Druck. Hier ist die Bindung. Und jetzt gehe ich in den Zwischenraum der zwei Lagen, die direkt unter der Lage liegen, die ich verarbeitet habe. In diesen Zwischenraum gehe ich nun mit der Nadel rein, gehe um die Bindung rum und ziehe fest. Zwischendurch ruhig mal mit Kraft über die Lagenkante gehen, um sicher zu sein, dass ihr die Lagen auch genug verdichtet bekommt. Meine Lagen waren nun sehr flach gepresst. Ich hatte sie ja einige Zeit, eine Woche genau, unter den Brettern liegen mit Gewichten und sie waren sehr schön plan. Aber man kann auch immer wieder mal mit dem Falzbein über die Kante gehen, um sicherzustellen, dass die Lagen richtig schön dicht aufeinander sitzen. Mein Faden ist jetzt fast aufgebraucht. Ich käme noch bis zum Ende, aber da wäre es dann auch schwierig, hier den nächsten anzusetzen. Darum setze ich nun einen neuen Faden an. Ich habe noch 4 Lagen, also messe ich locker 4 Lagen ab. 2, 3, 4. Wachse den Faden. Nun fädel ich den alten Faden aus und den neuen Faden ein. Durch das Wachsen ist es relativ gut möglich, so einen Faden etwas spitzer anzuschneiden und so bekommt man ihn leichter eingefädelt. Nun gehe ich in die oberste Lagenfuge, gehe mit der Nadel um die Bindung rum, greife beide Fadenenden und verknote sie mit dem Restfaden. Nun habe ich den Knoten schön außen am Rücken und der Knoten kann nicht mehr ins Lageninnere ziehen. Nun haben wir den Buchblock bis zur letzten Lage geheftet, das heißt, die letzte legen wir jetzt auf. Und wir müssen jetzt wirklich sicher gehen, dass wir nicht durchs Vorsatz kommen. Darum steche ich auch immer ganz gerne nochmal mit der Nadel von innen nach außen oder beziehungsweise mit der Ahle von innen nach außen die Löcher vor, bevor ich endgültig nun Faden hefte, um sicher zu gehen, dass ich nicht in die Vorsatzkante gerate. Einfach nur, um die Löcher besser sehen zu können. Nun wird diese Lage genau wie die anderen Lagen einfach vorgeheftet. Weiterhin achten wir darauf, dass wir nicht in die Bünde kommen. Das ist ein bisschen sperriger bei dieser Lage wegen des Vorsatzes. Aber ihr habt ja jetzt schon Übung. Stramm ziehen und verfitzen. Nun gehen wir aber durch die sich bildende Schlaufe durch und verknoten so. Ich mache es noch ein zweites Mal. Ich gehe durch den Lagenzwischenraum. Hier ist eine Schlaufe, die bildet sich. Durch die ziehe ich den Faden und bilde einen Knoten. So sieht das Ganze nun aus. Ein schöner, fester, stabiler Buchblock. Bis zu diesem Punkt, nächste Woche mehr. Ich denke, das bekommt ihr gut hin. Es ist wirklich nur ein einfaches Weben. Wichtig dabei ist lediglich, dass ihr den Faden immer gut nachzieht, sauber verfitzt, die Bünde nicht durchstecht, die Lagen schön niederhaltet. Ihr bekommt das hin.
Liked mich, teilt mich, abonniert mich, seid weiter mit dabei und noch ein schönes neues Jahr.